Hallo und guten Tag. Mein Name ist Charlene Spasic. Ich bin als Advisor bei KuppingerCole tätig und ich freue mich heute sehr mit Johannes Steger zu sprechen. Johannes ist Chefredakteur des Tagesspiegel Background Cybersecurity, einen täglichen Newsletter zum Thema Informationssicherheit und Medienpartner unserer Cyber Evolution Konferenz, welche vom 14. bis 16. November in Frankfurt stattfinden wird. Hallo Johannes, ich freue mich, dich dabei zu haben. Hallo Charlene, vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr gerne. Heute möchten wir über das Thema Informationsmangel im Bereich Cybersecurity sprechen. Täglich werden weltweit Firmen gehackt oder Opfer von Cyberangriffen. Wie entwickelt sich aus deiner Sicht die Bedrohungslage und gibt es Faktoren, die diese Entwicklung begünstigen? Ich glaube, also es ist, glaube ich, eine Frage, die wir alle beantworten könnten, theoretisch mit einem Blick in die Zeitungen im Moment. Wir erleben, dass sich eine geopolitische Lage entwickelt hat, die wir vielleicht an manchen Stellen haben kommen sehen, aber wo man ehrlicherweise sagen muss, dass sie doch sehr anders ist als das, was wir beispielsweise noch vor 5 Jahren erlebt haben. Und ich glaube auch, diese veränderte geopolitische Lage findet ihren Widerhall im Cyber- und Informationsraum. Wir sehen das bei Konflikten, die stattfinden, die sich auch in diesem Bereich verlagern. Wir sehen das aber auch in Spionagekampagnen, die Unternehmen betreffen, die beispielsweise Technologien herstellen. Oder wir sehen das, wie Konflikte, die quasi in der realen Welt stattfinden, auch im Cyberraum geführt werden oder beziehungsweise flankiert werden durch Desinformationskampagnen, aber auch Cyberangriffe. Mhm. Um das direkt einmal aufzugreifen. Also sprich, du siehst den starken Einfluss der Geopolitik beziehungsweise Politik. Wirtschaft spielt da sicherlich auch ein Thema mit rein. Gibt es darüber hinausgehend einen weiteren gemeinsamen Nenner, wo du sagst, das ist ein wiederkehrendes Muster, was wir hier vielleicht erkennen? Und gibt es in diesem Aspekt im Umkehrschluss auch Potenziale, die du sehen würdest, um die Entwicklung oder das Schadenspotenzial zu begrenzen? Also ich glaube, wir sehen ja auf der einen Seite, was ich gerade gesagt habe, diese nationalstaatlichen Akteure, die auch die Wirtschaft natürlich betreffen oder also auch Wirtschaftsunternehmen betreffen. Wir sehen gleichzeitig aber auch natürlich, dass Cyberkriminalität davon profitiert, dass es Länder gibt, die ihnen quasi einen sicheren Hafen bieten, die, solange sie quasi nicht ihre eigenen Interessen in Gefahr sehen, das respektieren, dass diese kriminellen Gruppen halt eben von ihrem Boden aus operieren. Auf der anderen Seite denke ich auch, dass wir in den vergangenen Jahren viel Positives gesehen haben, was internationale Zusammenarbeit angeht. Also wir haben die Counter-Ransomware Initiative der US-Regierung beispielsweise, die wirklich viel an einen Tisch bringt, Länder gemeinsam vernetzt, unterschiedliche Taskforce gebildet hat und eben dieses Thema Public-Private Partnerships nochmal neu denkt. Ein zentrales Thema, glaube ich, was auch etwas ist, was wir gerade sehen, dass dieses Momentum von einer hohen Bedrohungslage auch dazu führt, dass sich Partner zusammenfinden und versuchen, ein besseres und ein sicheres also eine sichere Cyberdimension zu schaffen. Und genauso wie Deutschland beispielsweise sich engagiert im Cyber Capacity Building, also dafür zu sorgen, dass Länder, die beispielsweise noch nicht so weit entwickelt sind, eben Kapazitäten aufbauen können, um sich gegen Bedrohungen zu wappnen. Ich denke, das sind viele positive Entwicklungen, die wir auch sehen, die man auch nicht vergessen sollte. Ja, interessanter Punkt. Um den Aufbau der Fähigkeiten zu unterstützen, was ist da aus deiner Sicht notwendig? Ist es reines Budget? Also wir reden ja auch oft von Skill Gap, Fachkräftemangel, ähnlichen Themen. Wie siehst du das? Ja, total richtiger Punkt. Ich glaube, auf der einen Seite gibt es Staaten, die einfach Unterstützung brauchen, technologisch, die einfach auch das Know-how vielleicht noch nicht aufgebaut haben. Und da muss man auch sagen, es ist das Eigeninteresse von eigentlich quasi von jedem, dass wir einen sicheren Cyberraum haben. Und funktioniert ja nicht so, ja, das ist halt mein Cyberraum, das ist dein Cyberraum, sondern ein Risiko, das ganz weit weg
passiert, kann über Schnittstellen genauso für uns wahnsinnig relevant werden. Und ich glaube, dieses Verständnis gibt es mittlerweile und da gibt es diesen Aufbau, der eben mit dem Austausch von Expertise auch einhergehen kann. Was ich, glaube ich, an diesem Punkt auch noch sehr wichtig finde zu erwähnen, ist, wie du gesagt hast, der Skill Gap. Wir haben ein riesiges Problem daran mit Fachkräften. Das sieht man immer wieder. Und traurigerweise haben wir auch einen sehr nicht diversen Talentpool. Also es sind sehr wenig, es gibt sehr wenig Diversität, wenn man sich die Zahlen anschaut. Und daran muss man arbeiten, glaube ich. Und ich glaube, das ist auch etwas, was beispielsweise in den USA gerade sehr stark passiert mit einer Fachkräftestrategie, die speziell auf Cyber-Themen ausgelegt wird, wo eben was bei Praktika anfängt bis hin zur Veränderung von Einstiegsmöglichkeiten in Behörden, wo wir, glaube ich, sagen müssen, Skill Gap ist das eine, aber wir müssen auch ein Ökosystem schaffen, in dem Vielfältigkeit ein Vorteil ist und Leute auch mit unterschiedlichen Karriere-Backgrounds es schaffen, in diesen Bereich reinzustarten. Das ist ein super wichtiger Punkt. Den kann ich auch nur unterstützen. Ich bin der Meinung, dass die Diversität und die unterschiedlichen Sichtweisen nur dazu beitragen können, dass wir gegenseitig voneinander profitieren, von Wissen, von unterschiedlichen Aspekten, von unterschiedlichen Hintergrunderfahrungen, die man gemacht hat. Daher, sehr wichtiger Punkt. Was du sagst, glaube ich, ist genau, trifft quasi den Nagel auf den Kopf, weil Cyberkriminalität, Cybersicherheit ist etwas, das sind so viele Aspekte und es ist nicht nur eine technologische Sache. Und wenn man mit WissenschaftlerInnen spricht, dann hört man immer wieder, wir dürfen Cybersicherheit nicht nur als Technologie begreifen, sondern wir müssen es auch psychologisch begreifen. Wir müssen es auf so vielen unterschiedlichen Ebenen durchdenken und dafür braucht es auch, wie du gesagt hast, ein diverses Set an kulturellen Hintergründen, keine Ahnung, auch an sozialen Hintergründen. Es braucht einfach ein Potpourri an Erfahrungswerten. Und ich glaube, das schafft man nur mit einer viel stärkeren Fokussierung darauf, mehr Menschen den Einstieg in diesen Bereich zu ermöglichen. Absolut, ja, sehr richtig. Jetzt haben wir auch schon öfter das Thema Technologien angeschnitten. Am Ende des Tages versuchen wir ja in der Cybersecurity Risiken zu minimieren, zu mitigieren, Risiken unter Kontrolle zu kriegen. Das kann man natürlich einerseits über Technologien stattfinden lassen. Natürlich brauchen wir auch Leute, die mit diesen Technologien umgehen können, die das Wissen haben, um diese Technologien auswerten zu können, analysieren zu können. Nichtsdestotrotz arbeiten Systeme mit einer riesigen Menge an Informationen. Und ich sehe da ganz klar eine Herausforderung, auch diese Menge an Informationen zu kontrollieren, zu analysieren, auszuwerten. Woher wissen denn beispielsweise Unternehmen, ob sie die richtigen Informationen vorliegen haben oder ob sie gegebenenfalls etwas übersehen? Was ist deine Meinung dazu? Ich glaube, das ist die $1-Million-Frage, auf die ich leider keine gute Antwort habe, beziehungsweise ich mag es gerne versuchen. Ich glaube, beziehungsweise das, was ich oft erlebe, ist, dass es einen großen, das Geräusch dieser ganzen Cybersicherheitsanbieter, Lösungen, Beratungen ist sehr groß. Und ich glaube, dass viele, gerade kleinere Unternehmen, ein ganz großes Problem haben, da durchzusteigen und zu verstehen, was brauche ich denn wirklich? Und ich glaube, dass es eine politische, aber auch eine Aufgabe, eine gesellschaftliche Aufgabe ist, klarer zu machen, was braucht es für funktionierende und nachhaltige Cybersicherheit. Ich glaube auch, und das muss ich auch ganz ehrlich sagen, als Journalist der sich mit dem Thema beschäftigt, kann das schon manchmal herausfordernd sein, die unterschiedlichen technologischen Lösungen zu verstehen. Und dann kommt ja noch Regulierung obendrauf, die man verstehen muss. Insofern ist, glaube ich, Cybersicherheit auch eine Aufgabe fürs Erklären und fürs Transparenz schaffen. Absolut, ja. Ich finde auch Awareness beziehungsweise das Verständnis für Cybersicherheit zu schaffen, ist ein sehr, sehr wichtiger Aspekt. Gerade in größeren Systemen oder in großen Unternehmen ist jeder natürlich gefragt, die Cybersicherheit zu unterstützen. Da helfen Tools natürlich. Nichtsdestotrotz muss das Verständnis in der Breite geschaffen werden, um halt neben der
Risikominimierung durch Tools auch in den Köpfen eine Denkweise zu schaffen. Ja. Ganz klar, absolut, ja. Ja, wir wissen, dass die Cyberwelt nie stillsteht. Wie stellt ihr als Tagesspiegel Background Cybersecurity sicher, dass eure Abonnenten immer mit den wichtigsten und neuesten Meldungen versorgt werden? Wir haben, also ich glaube, eine Antwort ist wenig Schlaf. Nein, wir haben das große Glück, dass wir relativ lange noch Fluch und Segen zugleich, dass wir lange noch in der Ausgabe arbeiten können. Das heißt, wir folgen zwar nicht der Sonne, so wie es viele Cybersicherheitsunternehmen tun, aber wir haben zumindest immer noch, wenn in den USA langsam der Arbeitstag losgeht und die großen Outlets, die sich mit Cybersicherheit beispielsweise beschäftigen, publizieren, können wir die noch im Blick behalten. Und wir sind natürlich, also das ist quasi der Blick über den großen Teich, aber wir sind auch natürlich hier in Deutschland viel in Abstimmung mit und im Austausch mit Experten, mit Forschenden, mit PolitikerInnen, Menschen, die in Behörden sitzen, um halt immer zu garantieren, dass wir den vollen Blick auf das Thema haben, beziehungsweise, ich glaube nicht den vollen, ich glaube, es wäre vermessen, aber zumindest einen Blick, mit dem wir uns nicht scheuen, unsere Leserinnen morgens zu wecken, weil wir glauben, dass sie eben einen guten Ausblick über das bekommen, was für den Themenbereich heute wichtig wird. Mhm. Sehr gut. Und was ist aus deiner Sicht der größte Mehrwert, den ihr euren Abonnenten bietet? Also klar, ihr habt die Berichterstattung, ihr seid tagtäglich mit neuen Meldungen dabei. Gibt es noch etwas, was du rausstellen kannst, wo du sagst, das ist unser Alleinstellungsmerkmal, das machen wir super und das möchte ich hier noch erwähnen? Ich glaube, dass es in Deutschland viele kluge Menschen gibt, die über Cybersicherheit schreiben und viele Leute, die mit sehr unterschiedlichen Fokus da drauf schauen. Ich glaube auch, dass bei uns im Team auch nur sehr kluge Menschen sitzen. Meine KollegInnen sind toll und haben einfach wahnsinnig viel Spaß an ihrem Thema und möchten das Thema auch durchsteigen. Und ich würde nicht sagen, dass es ein Alleinstellungsmerkmal ist, das haben andere Leute auch, aber wir sind nun mal auch eine Publikation, die sich sehr stark mit Regulierung auseinandersetzt. Und ich glaube, den Platz zu haben, den mein Team und meine KollegInnen haben, um sich quasi einen Gesetzesentwurf vorzunehmen und den mal auseinanderzunehmen und zu sagen, was wird denn wichtig für Unternehmen, das, glaube ich, ist relativ einzigartig im deutschsprachigen Markt für das Thema. Ja, spannend. Und ich glaube, da schlagt ihr auch eine sehr gute Brücke zwischen der Regulatorik in der Theorie und dem, was dann tatsächlich getan wird. Und ich glaube, das hilft einfach sehr bei der Umsetzung und bei der Sicherstellung von einer besseren Cybersicherheit. Wir geben unser Bestes. Ja. Sehr gut. Johannes, super. Ich danke dir vielmals für das Gespräch. Danke für euer Interesse. Sehr gerne. Wir freuen uns, mit dem Tagesspiegel Background Cybersecurity einen inhaltlich so kompetenten Medienpartner für unsere Cyber Evolution Konferenz zu haben und hoffen auf einen angeregten Austausch in Frankfurt. Vielen Dank.